Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind wieder zurück bei einem neuen Video von Sei Kritisch und heute sprechen wir über das UFC-Event 250 Freedom, den Kampf vor allem Ilia Topuria gegen Justin Gaethje und was ich dort gemerkt habe, warum ich glaube, und das sage ich euch direkt ins Gesicht, warum ich glaube, dass dieser Kampf rigged war. 100%ig rigged, weil ich hatte diese Thematik schon mal angesprochen gehabt. Wenn wir im Alten Testament angucken, das Kapitel Levitikus 4,7, das hatte ich nämlich im Charlie Kirk Video einmal rausgeholt. Da hat man nämlich da wo er seine Debatte gegeben hat, ne, unter diesem Zelt, dann sah das Zelt, wenn du von oben geguckt hast, aus wie eine jüdische Kerze. Und dann habe ich das irgendwie verbunden gehabt halt mit dem Levitikus 4,7, wo es darum geht, einen jungen Stier zu opfern für die Sünden Israels. Okay, und das ist wieder passiert und ich kann euch zeigen, warum ich das glaube. Und dann werdet ihr auch vielleicht sagen, oh, wisst ihr was, ich glaube das auch, ne? Also, so, Justin Gaethje, Ilia Topuria. So, UFC Freedom 250. Also, weiter gebot der Herr Mose folgendes: Rede zu den Israeliten und gebiete ihnen, wenn jemand sich ohne Vorsatz gegen irgendein Verbot des Herrn über Dinge vergeht, die nicht getan werden dürfen, und gegen irgendeines von ihnen verstößt, so sollen folgende Bestimmungen gelten. Wenn sich der gesalbte Priester versündigt, sodass er Schuld über das Volk bringt, okay, so soll er für sein Vergehen, das er begangen hat, den Herrn einen fehlerlosen, merkt euch das bitte, fehlerlosen jungen Stier als Sündopfer darbringen. Er hat also den Stier vor den Herrn an den Eingang des Offenbarungszelts zu bringen, dann seine Hand auf den Kopf des Stieres zu legen und den Stier vor dem Herrn zu schlachten. Hierauf nehme der gesalbte Priester etwas von dem Blut des Stiers und bringe es in das Offenbarungszelt hinein. Dort taucht der Priester seinen Finger in das Blut und sprenge etwas von dem Blut 7-mal vor dem Herrn, nämlich vor den Vorhang des Heiligtums. Okay? Und dann wird alles gemacht, bla bla bla, und dann wird am Ende des Tages der junge Stier verbrannt. Okay? Das nennt man Holocaust. Holocaust bedeutet immer Brandopferung. Okay? So, guckt mal jetzt. Okay? Merkt euch den Stier. Als der Kampf angefangen hat, ne, und dann die Leute in Entrance kommen, also diese Eingangsvideos, da haben wir nämlich hier das Weiße Haus. Das Weiße Haus ist in diesem Fall Levitikus die Tempelanlage, okay? Dort passiert das alles, merkt euch das. So, dann haben wir hier den jungen Stier. Die Spanier werden ja auch immer mit einem Bullen assoziiert, auf deren Fahne, glaube ich, damals. Und die haben ja auch diese Matador-Kämpfe, wo sie Bullen töten, ne? Da mit diesen Typen mit dem roten Tuch, olle, olle, und dann zack. Genau, also die opfern so gesehen den Bullen. Ich weiß nicht, von wo sie diese Tradition haben, wahrscheinlich von den Yahuds abgeguckt, aber sie machen das, okay? Und wenn Ilia Topuria reinkommt, dann kommt dieser junge Bulle. Hier, wenn ihr gleich guckt, wo der Oktagon aufgebaut worden ist, da haben wir nämlich darüber ein Zelt. Okay, das Offenbarungszelt, damit es nicht regnet und so, ne? Oder damit, falls es regnet, die Kämpfer trocken bleiben, haben sie sich da irgendwas überlegt. Aber das ist das Offenbarungszelt. Hier ist der junge Stier, hier ist die Tempelanlage. Merkt euch das. So. Warum ist Ilia für mich auch gleichzeitig der junge Stier? Schaut mal, er war 17:0, bevor er den Kampf verloren hat. 17:0, ein fehlerlosen Jungstier. Okay, hat man vor den Leuten, die dort waren, geopfert. Dann streiche der Priester etwas von dem Blut an die Hörner des für das wohlriechende Räucherwerk bestimmten Altars, der vor dem Herrn in Offenbarungszelt steht. So, das Altar ist der Oktagon. Alles übrige Blut des jungen Stiers aber schütte er an den Fuß des Brandopferaltars, der am Eingang des Offenbarungszelt steht. Okay? So, wenn ihr euch den Kampf angeschaut habt, dann hat Ilia gegen Justin verloren. Okay? Und da gab es nämlich eine Runde, in der zweiten Runde nämlich, wo Ilia ihn eigentlich wirklich, man hat alle Kämpfe vorher angeschaut gehabt, Ilia hätte ihn eigentlich zu 100% fertig machen müssen, aber irgendwie, er hat eine ganz, ganz schlechte Richtung eingelenkt, indem er versucht hat, einen kaputten Justin Gaethje
zur Aufgabe zu bringen, obwohl er ihn eigentlich Ground and Pound so über ihn stehen könnte, 2, 3 Fäuste noch hinterher und der wäre schlafen gegangen. Er hat es bewusst aber nicht gemacht. Okay? Ich weiß nicht warum, aber er hat es bewusst nicht gemacht. So, erste Sache. Dann zweite Sache, eigentlich hätten nämlich im White House Justin gegen Islam Makhachev gekämpft, okay, und die beiden Verträge waren auch schon durch, das kann man nämlich mehrmals lesen, von Seiten von Topuria, aber auch von Seiten von Islam, Ali Abdelaziz oder wie der Typ, sein Manager heißt, die haben das beide gesagt, die haben eigentlich nur noch auf Dana gewartet, damit die das Geld verhandeln und dann wäre dieser Kampf beim White House stattgefunden. Er ist bewusst nicht beim White House stattgefunden. Man hat dann lieber einen Justin Gaethje genommen, der Amerika präsentiert, okay? Weil dieser Kampf hat stattgefunden am 14.06. Der 14.06. ist gleichzeitig auch Donald Trumps 80. Geburtstag und als Geschenk, weil er sich Feinde gemacht hat, so wie wir es im Levitikus am Anfang rauslesen, wo Mose sagt, oder der Herr zu Mose sagt zu den Israeliten, falls sie Sünden machen, dies, das, jenes, dann können sie ihre Sünden so durch die Opferung des Jungstiers, können die dann so gesehen versündigen. Ne? Dann wird ihre Sünde genommen. Donald Trump hat ja ziemlich viel Scheiße gebaut. Oder viel Scheiße am Stecken, oder nicht? Epstein, Pedo-Akten, dann die ganzen anderen Sachen, die er gemacht hat, die ganzen Kriege, die er geführt hat, die ganzen Venezuela-Angriffe und was weiß ich, da mit dem ganzen Öl und Iran und dann irgendwelche, hat er Leute weggebombt und ist wahrscheinlich dann auch einer der größten Pedos überhaupt, so in diesem ganzen Ring. Also der hat ja so viel Sünden am Stecken und dann dachte er sich wahrscheinlich, okay, was kann ich Gutes Amerika tun? Das sind die Israeliten, in diesem Fall Amerikaner. Was kann ich den Amerikanern darbringen? Ich opfer einen jungen Bullen mit Elia Abduru mit seinem 17-0, fehlerlos 17-0, an einen Justin Gaethje, der die Amerikaner präsentiert. Er ist Amerikaner. Okay? Und dann gewinnt er auch noch. Und so gesehen hat er dann das Ritual im Levitikus hat er abgeschlossen. Er hat sich also selbst sündenfrei wieder gemacht. Okay? Und wenn wir uns dann noch ein paar andere Sachen angucken, hier Justin Gaethje mit einem Ice-Hoodie, diese Leute, die die ganzen Migranten aus Amerika brutal umbringen und dann wieder rauskicken und was weiß ich. Dann trägt er einen Pullover von denen. Dann hatten wir die Zahlen des White House Events haben wir raus, und zwar 130 Millionen haben es geguckt. 130 ist 13, okay? 13, die legendäre 13 muss ja natürlich auch drin sein. 130 Millionen Leute haben das geguckt, okay? Also, ziemlich interessant. Extrem komische Sachen, okay? Also wir haben ja jetzt die WM am Laufen mit dem größten Brot- und Spiele-Skandalen überhaupt und auch diese Macht, die Fußball hat, die Leute an den Fernsehen zu bringen. Und wir haben die UFC, das größte Kolosseum heutzutage, so damals war es in Rom, heute haben wir es in Amerika, die UFC. Wisst ihr, was ich meine? Das sind beides so packende Sportarten, damit, dass man sehr, sehr viele Sachen damit generieren kann. Und ich glaube, weil mittlerweile muss man ja auch eingestehen, dass diese beiden Sachen, also ob Fußball oder ob so jetzt MMA, Boxen und so, also wenn man sich die Sachen anguckt, da sind schon viele Auffälligkeiten, dass da irgendwelche Matches manipuliert werden oder irgendwelche anderen Kämpfe manipuliert werden, damit es sehr, sehr spannend wird, weil Amerika hat jetzt einen UFC-Champion. Das ist das erste Mal wieder nach langem und bei Sean Strickland war es ja nicht anders, der ist auch amerikanischer Middleweight-Champion geworden. Also man versucht das, glaube ich, irgendwie wieder ein wenig mehr zu pushen. Ich weiß nicht, warum die das machen, aber diese ganze Sache mit dem Levitikus-Kapitel, welches ich euch vorgelesen habe, das ist für mich einfach so ein bisschen das ist mir ein bisschen zu auffällig, Freunde. Okay? Ein bisschen zu auffällig, okay? Kann sein, dass er gewonnen hat, weil er gewonnen hat, so, aber für mich ist das extrem auffällig. Also, falls ihr irgendwelche Sachen selbst herausgefunden habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr, was denkt ihr? War das ein normaler Kampf? Gehen gerade in der WM ganz normale Sachen ab? So jetzt nach dem, ich glaube nach dem 4. Spieltag mittlerweile, heute Spanien. Oder ist da irgendwas am Laufen im Hintergrund und die bereiten irgendwelche Sachen vor. Gerne in die Kommentare, ich lese mir das natürlich alles durch. Ansonsten, Freunde, passt auf euch auf, das war nur ein kurzes Video.
Und wir sehen uns zum nächsten Video bei Sei Kritisch. Haut rein, abonnieren, followen.